Der 35-Jährige begründet diesen Schritt in einer schriftlichen Presseerklärung mit gesundheitlichen Problemen. Na endlich, Kevin Kühnert tritt zurück. Der Mann, der es geschafft hat, sich ohne jede echte Arbeit kaputt zu schuften. Doch glaubt ihr wirklich an die Nummer mit der Gesundheit? Da steckt doch mehr dahinter. Lasst uns mal gemeinsam reinschauen, was hier wirklich los ist. Auf geht's. Richtige Entscheidung. Es geht jetzt um Kevin und es geht um seine Gesundheit. Seine Entscheidung, die er getroffen hat, verdient aus Sicht des Parteivorsitzenden, aus meiner Sicht, den größten Respekt. Und als Freund kann ich nur sagen, die 100%ige Unterstützung bei dem Weg, der jetzt vor ihm liegt, den wir gemeinsam mit ihm auch gehen werden. Wir alle wissen, wie fordernd das politische Geschäft sein kann, wie anstrengend es ist. Wir sind jeden Tag für die Sozialdemokratie unterwegs. Wir kämpfen jeden Tag dafür, dass das Leben der Menschen besser wird. Und wir stecken viel Engagement und Leidenschaft in unsere Jobs. Und auch in Zeiten, in denen wir viel Gegenwind bekommen, ist das der Fall und wir sind unermüdlich unterwegs. Ich will hier aber auch sehr klar sagen, Politik ist nicht alles. Und in diesem Sinne hat Kevin Kühnert eine Entscheidung getroffen. Wir sind ihm dankbar für den unermüdlichen Einsatz, den er gezeigt hat, als Juso-Bundesvorsitzender, als stellvertretender Parteivorsitzender in den letzten 3 Jahren, als Generalsekretär und als Bundestagsabgeordneter. Er hat entscheidend dazu beigetragen, dass es Stabilität in der SPD gab und er hat entscheidend dazu beigetragen, dass unsere Partei sich weiterentwickelt hat in den letzten Jahren. Für uns als Parteivorsitzende geht es jetzt auch darum, professionell nach vorne zu gucken, auch im Sinne der Vorarbeiten, die Kevin Kühnert geleistet hat. Wir sind 1 Jahr vor der Bundestagswahl. Wir wollen diesen Wahlkampf gewinnen. Wir werden alles dafür tun, uns professionell aufstellen, uns vorbereiten. Und meine feste Überzeugung ist es, dass man Erfolg organisieren kann. Vielen Dank. Auch ich nehme die Entscheidung, die unser Generalsekretär und Freund Kevin Kühnert für sich getroffen hat, mit Bestürzung, aber auch mit größtem Respekt entgegen. Mein Weg an die Parteispitze und auch meine Arbeit in dieser Position war von einer sehr, sehr engen und sehr vertrauensvollen Arbeit mit Kevin Kühnert geprägt. Und für all das will ich heute aus vollem Herzen Danke sagen. Und ich wünsche Kevin Kühnert jetzt die notwendige Ruhe, damit er wieder gesund werden kann. Doch auch wenn uns diese Entscheidung menschlich und persönlich sehr tief trifft, haben wir die letzten Stunden genutzt, um Klarheit zu schaffen, wie es weitergeht. Wir werden als Parteivorsitzende noch heute Abend zu Gremiensitzungen einladen und dort einen Vorschlag für eine Nachfolge machen. Es gebietet der Respekt vor den Gremien der SPD, dass diese Frage zunächst dort besprochen wird und auch der Respekt vor Kevin Kühnert und seiner selbstbestimmten Entscheidung. Wir sind vorbereitet, wir wissen um das Vertrauen, das die Parteiführung der SPD auch in Fraktion und Regierung uns entgegenbringt, jetzt in dieser Situation verantwortungsvoll zu agieren. Im Anschluss nach den Gremien werden wir selbstverständlich sehr zeitnah auch die Öffentlichkeit informieren. Bis dahin bitte ich Sie um Verständnis und auch um Achtung gegenüber diesem Prozess. Kevin Kühnert ist in all den Jahren, in denen er sich in unserer Partei engagiert hat, eine wichtige Stütze für unsere Sozialdemokratische Partei gewesen. Und er wird auch nach der heutigen Entscheidung, nach dem heutigen Tag, ein wichtiger Teil der sozialdemokratischen Familie bleiben. Für ihn wird, wenn er irgendwann dafür bereit ist und es möchte, immer eine Tür offen stehen. Bereit sein ist das Stichwort. Eine Krankheit ist Privatsache. Und deshalb will ich Sie von Herzen bitten, ihm jetzt auch den Raum und die Zeit zu geben, dass er gesund werden kann. Danke. Noch kurze Frage. Vielen Dank. Danke. Ja, soweit das Pressestatement der SPD-Chefs Saskia Esken und Lars Klingbeil zum Rückzug von Kevin Kühnert. Ihr habt es gerade gesehen und wir wollen jetzt direkt weitergehen zur Leiterin des Hauptstadtstudios in Berlin, Diana Zimmermann. Hallo Diana. Hallo. Diana, es heißt, Kevin Kühnert sei aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. War das absehbar? Vor kurzem hat er noch in Talkshows gesagt, dass er plant, mit Olaf Scholz in den Bundestagswahlkampf zu ziehen.
Es war nicht absehbar, damit hat wirklich niemand gerechnet. Es ist ein ziemlicher Schock, der heute durch die Partei, aber auch durch das politische Berlin geht. Allerdings, so wie wir gerade Lars Klingbeil und Saskia Esken gehört haben und wie wir aus Parteikreisen hören, handelt es sich wohl um mentale Gesundheitsprobleme. Und über die hat Kevin Kühnert schon mehrfach in der Vergangenheit gesprochen, in Interviews über Burnout. Das, was Lars Klingbeil gerade gesagt hat, wie fordernd das politische Geschäft ist, wie viel Arbeit, Leidenschaft, aber eben auch Kraft da hineinfließt. Das ist ein Hinweis darauf, dass er wohl mit einer solchen Erkrankung zu tun hat. Und auch, dass Saskia Esken sagt, er müsse jetzt erst mal gesund werden, um sich erholen zu können. Und die Tür in der SPD stünde für ihn immer offen, deutet darauf hin, dass man davon ausgeht, dass er wieder gesundet. Was sagt es vielleicht jetzt auf die Schnelle über den Politbetrieb in Berlin aus, wenn Kevin Kühnert sagt, ich kann nicht mehr, ich schmeiße hin? Naja, hinschmeißen ist in dem Zusammenhang vielleicht ein bisschen ein schwieriges Verb. Es ist, glaube ich, das Eingeständnis, dass er, wie er selbst sagt, mit der nötigen Kraft den Bundestagswahlkampf im kommenden Jahr nicht wird bestehen können. Kevin Kühnert ist ein Arbeitstier, bekanntermaßen. Jeder, der hier unterwegs ist, weiß, dass er unentwegt auf Sendung ist, online, in Kommunikation und ein wirklich erhebliches Arbeitspensum hat. Es sagt über das politische Berlin aus, dass das hier ein sehr anstrengender Job ist, natürlich besonders für den Generalsekretär einer Regierungspartei, die doch auch sehr unter Beschuss steht. Es gibt Kommentare im Chat, die sind jetzt eher negativ. Karin schreibt, das war längst überfällig. Hoffentlich folgen noch mehrere Politiker dem Beispiel von Kevin Kühnert. Andere schreiben wiederum, dass sie ihm gute Besserung wünschen. Das nur mal vielleicht zwischendurch. Diana, kommen wir zur Partei. Was sagt das jetzt? Was bedeutet dieser Schritt für die SPD? Die SPD-Spitze hat ja gerade gesagt, sie werden heute Abend in Gremiensitzungen darüber sprechen, wer die Nachfolge antritt. Sie sind wohl auch schon eine kurze Weile über die Entscheidung von Kevin Kühnert informiert, der wohl länger mit sich gerungen haben soll, wie er diese Diagnose, die er bekommen hat, einordnet, wie er damit umgeht. Heute Abend, so konnte man eben Saskia Esken verstehen, wird es wohl einen Namen für eine Nachfolge geben. Am Wochenende tagt die SPD in einer Klausur. Auch da haben sie nochmal Möglichkeit, sich neu zu sortieren. Die Gespräche mit Saskia Esken und Lars Klingbeil, das sagte Kühnert auch in seinem Brief, den er veröffentlicht hat, sind sehr freundschaftlich abgelaufen. Und die SPD versucht sich jetzt aufzustellen für einen Bundestagswahlkampf, der eben sehr hart wird. Es gibt nicht wirklich Namen, die sich jetzt sehr aufdrängen. Es gibt viele Namen, die kursieren, aber eigentlich keinen, von dem man jetzt sagen würde, ja, das ist ganz klar, der wird der Nachfolger von Kevin Kühnert. Alles klar. Vielen Dank, Diana Zimmermann, für deine schnelle Einordnung dieser Pressestatements. Vielen Dank. Tschüss. Hey Leute, ihr werdet es kaum glauben, aber es ist tatsächlich passiert. Kevin Kühnert tritt als Generalsekretär der SPD zurück. Der 35-Jährige gibt gesundheitliche Gründe an. Aber mal ehrlich, da müssen wir doch genauer hinschauen. Wer glaubt denn ernsthaft, dass er sich in seinen gemütlichen Bürojob so kaputt gearbeitet hat, dass er nicht mehr kann? Kühnert, der noch nie richtig im Arbeitsleben stand, will uns weismachen, dass die Bürde der SPD ihn körperlich und mental erledigt hat. Schon allein diese Vorstellung ist ein Witz. Kevin Kühnert, der Meister des Lerngeredes und der platten Phrasen, war nie wirklich für Substanz bekannt. Kevin Kühnert, der Meister des leeren Geredes und der platten Phrasen, war nie wirklich für Substanz bekannt. Schon früh fiel er durch große Worte auf. Aber was hat er tatsächlich erreicht? Richtig, nix. Es ist fast schon ironisch, dass einer, der in den letzten Jahren so laut über soziale Gerechtigkeit schrie, selbst nie richtig in den Arbeitsmarkt eintauchen musste. Kein normaler Beruf, keine echte Erfahrung außerhalb der Partei. Und jetzt soll der SPD-Job ihn geschafft haben, da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Und jetzt kommt der Rücktritt, angeblich weil er für den Bundestagswahlkampf 2025 nicht mehr die nötige Kraft habe. Hallo? Der Wahlkampf hat noch nicht einmal richtig angefangen. Wie will Kühnert uns also erklären, dass er für eine Schlacht, die noch gar nicht begonnen hat, schon die Waffen niederlegt? Vielleicht hat er einfach eingesehen,
dass er sich längst selbst überlebt hat und dass ihm niemand mehr zuhören will? Schauen wir uns mal seine Amtszeit als Generalsekretär an. Was bleibt da? Die SPD dümpelt in den Umfragen irgendwo im einstelligen Bereich rum und Kühnert schafft es nicht einmal, das Ruder rumzureißen. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie wenig er bisher gezeigt hat. Kühnert war nie ein Macher, sondern immer nur ein Schwätzer. Er konnte gut reden, aber wenn es drauf ankam, wirklich etwas zu bewegen, blieb nur heiße Luft übrig. Aber klar, er hat sich aufgeopfert, um die SPD zu retten. Ich meine, wer würde sich da nicht krank fühlen, wenn man zusehen muss, wie die eigene Partei von Tag zu Tag weiter absackt. Anstatt Verantwortung zu übernehmen, schmeißt Kühnert jetzt hin, mit der Ausrede, er sei gesundheitlich angeschlagen. Glaubt das noch jemand? Was mich besonders stört, ist die Dreistigkeit, mit der dieser Rückzug inszeniert wird. Ein Brief an 350.000 SPD-Mitglieder, in dem Kühnert sich fast schon wie ein Märtyrer darstellt, der im Namen der Partei seine Gesundheit geopfert hat. Die Wahrheit ist doch, dass er einfach keinen Ausweg mehr gesehen hat. Der Druck wurde zu groß, die Inkompetenz zu offensichtlich und der Rückhalt in der Partei bröckelte. Da war der Rücktritt die einzige logische Konsequenz. Aber lasst uns nicht vergessen, Kühnert war das Gesicht der jungen progressiven SPD, einer Generation, die viel versprach, aber am Ende wenig lieferte. Jetzt tritt er zurück und das mit 35 Jahren. Ich frage mich, was kommt als nächstes? Frühverrentung? Schließlich hat er ja so hart gearbeitet. In seinem Rücktrittsschreiben betont Kühnert, dass er nicht mehr die Kraft habe, den Wahlkampf für 2025 mit vollem Einsatz zu führen. Aber war er jemals voll dabei? Oder hat er nicht die ganze Zeit nur für sich selbst gespielt? Immer bedacht darauf, sein eigenes Image zu polieren. Die SPD steht vor einem Scherbenhaufen und Kühnert macht sich vom Acker, bevor die Trümmer endgültig zusammenfallen. Natürlich verbietet es sich, über die wahren gesundheitlichen Gründe zu spekulieren. Aber seien wir ehrlich, die SPD hat ein Führungsproblem. Und das seit Jahren. Kühnert war nie die Lösung, sondern immer nur Teil des Problems. Seine Inkompetenz hat der Partei geschadet. Und jetzt, da die Lage ernst wird, zieht er sich elegant zurück. Doch wir wissen alle, dieser Rücktritt ist kein Zeichen von Größe, sondern von Schwäche. Es bleibt die Frage, was hat Kevin Kühnert in all den Jahren wirklich für die SPD geleistet? Wenn wir ehrlich sind, nicht viel. Seine größte Leistung war es, im richtigen Moment die Flucht zu ergreifen. Und das, meine Freunde, sagt mehr über die Lage der SPD aus, als jedes seiner Lernversprechen. Lasst uns gespannt sein, wer jetzt in seine Fußstapfen tritt. Aber eines ist sicher, es wird schwer, jemanden zu finden, der weniger Substanz als Kühnert hat. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, lasst uns den Rücktritt von Kevin Kühnert als das sehen, was es ist. Ein längst überfälliger Schritt, um die SPD von einer ihrer größten Hindernisse zu befreien. Aber glauben wir bitte nicht an die Märchen von gesundheitlichen Problemen. Hier geht es um etwas ganz anderes. Bis zum nächsten Mal.